Herzlich willkommen und ein freundliches Hallo, liebe Moody's, ne? Ich freue mich, dass ihr hier wieder... ihr wollt es ja, ne? Am Käfer soll es schon wieder weitergehen. Im letzten Video haben wir ein bisschen Elektrik gemacht und hier und da. Der ein oder andere wird es gesehen haben. Wer nicht, guckt gerne noch mal rein. Jetzt geht's hier ordentlich weiter dran am Motor. Ich habe einen Drehmomentschlüssel aus der Firma mitgebracht. Da können wir schön 25 Newtonmeter auf die Kipphebelwellen hier geben. Auf toll. Richtig gut. Außerdem wollen wir mal gucken. Das Häuschen ist nach wie vor immer noch nicht fertig verschraubt. Da sind immer noch keine Schrauben drin. Es wäre richtig klasse, wenn das Häuschen einfach mal fest mit dem Boden komplett verschraubt ist. Das ist auf jeden Fall so ein Plan für heute, denke ich mal. Und ich bin auch heiß, jetzt hier hinten diese Endspitze fertig zu machen, Alter. Ich kann das nicht mehr sehen. Das muss fertig geschweißt sein, damit wir halt auch den Motor reinkriegen, einbauen können. Ja, also ich würde sagen, jetzt ist hier erstmal Attacke. Wir wollen ein bisschen Meter machen. Hier unten das freischneiden. Ich denke mal, ich lasse mir hier diese Ecke noch stehen, dass ich so einen kleinen Bezugspunkt habe und schneide hier mal nur den rostigen Bereich raus, mache das mal ein bisschen sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, guck mal hier hin. Ich habe jetzt hier unten schön die Ecke mal blank gemacht. Da ist Blech da schon mal einmal ausgeschnitten, wo hier der Rost war. Jetzt werde ich wahrscheinlich hier das Abschlussblech drauf aufbohren. Hier unten die Kante wegnehmen. Ja, aber hier sitzt der Rost auf jeden Fall zwischen. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich das Gewinde vom Kotflügel hier oben noch stehen und nehme nur bis hier das ab oder so. Das muss ich mal gucken. Weiß ich nicht genau. Nelly war derweil schon fleißig und hat hier einmal von drin, was da schon mal ja gemacht wurde, einmal rot gepinselt. Hier schön in die Seitenteile unten rein. Da drüben das gleiche Spiel. Dass da ein bisschen rote Farbe im Spiel ist. Ich habe dann in der Zwischenzeit hier die Köpfe einmal mit 25 Newtonmeter festgezogen. Die Kipphebelwellen mit 25 Newtonmeter festgezogen. Dann hier hinten die Kupplung auch festgezogen final. Zentrierdorn ist wieder raus. Hier mal eben mit der Flex rüber geeimert und die Lichtmaschine wieder ein bisschen blank gemacht. Ich denke mal, ja, normalerweise ist ja hier immer so ein, da unten sieht man es noch leicht, so ein riefiges Bild drin. Das ist hier schon ziemlich, ja, rausgewaschen. Ich weiß noch nicht, vielleicht noch mal einmal mit dem Exzenter rüber oder so und dann einfach Overtroll. Das Blech hier muss noch schwarz gemalt werden, damit das zum Gebläsekasten und so passt. Aber bevor das jetzt alles losgeht, stehen hier schon die Böcke bereit, der Wagenheber, der Käfer wird aufgebockt und wir schrauben ihn schön fest. Also Attacke. So Leute, so, der Käfer ist jetzt schön aufgebockt, schöne Höhe hier, damit wir jetzt von unten ran können und da die ganzen letzten Schrauben ransetzen. Ihr seht schon, da ist noch ein bisschen Spalt zwischen. Ich hoffe, das zieht sich echt mit den Schrauben alles ran. Hier ist teilweise nämlich auch echt noch viel Spalt, wie man hier sieht. Ja, und das wollen wir jetzt hier heute ein bisschen, wie sagt man, vernichten, ne? Leute, wir setzen die ganzen Schrauben an und dann holen wir euch gleich wieder ab, wenn wir was geschafft haben. Oder wollt ihr jetzt mal einen kleinen, dass Musik abgeht und ein bisschen beim Schrauben zugucken? Was wollt ihr denn? Wollt ihr das oder nicht? Müsst ihr schon reinschreiben in die Kommentare, sonst weiß ich es nicht. Gut, ich mach das jetzt einfach. Ein bisschen Musik ab für euch. Bis gleich. Leute, viel passiert mittlerweile. Wir sind jetzt hier 2 Stunden weiter oder so. Wir haben hier unten, wo sind wir? Na, da unten die Schrauben alle schön festgezogen. Die wir konnten. Hier vorne am Napoleon-Hut haben wir leider noch keine Schrauben. Ja, allgemein hat sich dieser Spalt jetzt hier schön gelegt. Hier vorne ist noch ein bisschen was. Aber auch das kriegen wir noch hin, so, ne? Da bin ich ganz zuversichtlich. Hier oben sind die Schrauben mittlerweile auch angesetzt. Die könnten festgezogen werden. Wir kommen gut voran. Außerdem haben wir hier nochmal auf die Schnelle die Spurstangköpfe festgeballert. Das heißt, wenn
haben jetzt auch kein Spiel mehr in der Lenkung. Alles geil. Ja, nebenbei hat Nelly sich hier schon die Heizbirne gekrallt. Für die, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, linke Seite haben wir die neu. Die rechte müssen wir die alte hernehmen und haben Glück gehabt, weil die hat Nelly hier richtig schön sauber gemacht. Und die hat hier an den üblichen kritischen Stellen keine Durchrostung. Ist natürlich nicht die beste, aber bevor wir jetzt hier eine neue Heizbirne kaufen, dafür ist sie einfach noch zu gut, ne? Die kann jetzt schön unter Hitzeschutzlack. Genauso wie der Auspuff, der kriegt noch eine zweite Schicht. Ja, und ich habe nebenbei mich hier ran gemacht und die Endspitze ein bisschen angepasst. Einfach mal so mit den neuen Gripzangen hier gezwungen, dass sie drin ist. Alles so ein bisschen zurechtgeschnitten. Hier ist leider, ja, ein bisschen Spalt passiert. Kann ich jetzt nicht ändern. Es ist einfach so, wie es ist jetzt, ne? Das muss ich füllen am Ende. Entweder baue ich mir da einen kleinen Blechstreifen rein oder ich schweiß das so zu mit ein bisschen Geduld. Sollte ich auch das hinkriegen. Aber fürs Erste, ich habe gerade mal hier gemessen, von da nach da schön an die Haube ran auf beiden Seiten. 1:1 das gleiche Maß. Ich habe noch ein bisschen das Gefühl, dass die Stoßstange leicht ihn macht. Leicht nach unten runterhängt. Aber ist auch echt schwer zu beurteilen jetzt ohne die Kotflügel dran. Wie gesagt, wenn das nachher ein paar Millimeter gekippt werden muss, dann fräse ich hier einfach die Löcher ein bisschen um in den Haltern. Aber fürs Erste passt die Stoßstange echt ziemlich gut. Guck mal hier, die Haube geht leicht auf. Da schleift nie was. Also ich bin damit echt schon ganz zufrieden. Ja, jetzt kann es weitergehen und wir machen weiter, ne? Was hast du noch für Aufgaben, Nelly? Die Lichtmaschine, wo ist die hin? Ah, hier. Ja, die Lichtmaschine haben wir hier schon mal abgeklebt. Da unten das Blech wird auch noch brandoschwarz gemalt, wie das alles hier, ne? Damit das ein einheitliches Bild ergibt. Ja, und was wolltest du noch? Ja, genau. Dann gucken wir, dass wir die Heizbirnen einmal noch unter Farbe kriegen, beide Seiten. Die neue da ist ja grundiert und gestrahlt da hinten, den Auspuff. Und dann haben wir es geschafft heute. Nelly, weißt du, worauf ich nochmal richtig Bock hätte? Dass wir hier mal so eine Banane rausnehmen und die tauschen. Guck, rausgenommen habe ich die schon mal. Ne? Und dann bauen wir mal so eine chromige ein, da, oder? Pass auf. Ja, da ist die Banane drin. Die wollten wir schon von Anfang an. Wollte ich, dass diese mit Chromrand da reinkommen. Ich finde, das sind wirklich die hübschesten. Die gibt es jetzt auch noch so in komplett Chrom. Aber nein, genau die sind das. Ich weiß nicht, wisst ihr, was das ist hier? Ist das Sondermodell? Vor denen habe ich noch richtig Angst, vor den Brüdern. Naja, wie dem auch sei, wir machen jetzt hier weiter. Kriegst du den rein? Ja, hier die andere Seite kommt auch gleich rein. Passt sie oder passt sie nicht? Das ist hier die Frage. Ja, da sitzt das Ding. Ui. Ja, viel besser, ne? Oh, geil. Ja, Leute, wir machen weiter. Bis gleich. So, Leute, die Stoßstange ist wieder abmontiert. Ich habe jetzt hier die Kante noch mal ein bisschen bearbeitet und angepasst. Wenn ich mir den jetzt so hindrücke, dann passt die Endspitze schon ganz gut. Da kann man jetzt toll verschweißen. Wie gesagt, hier hinten ein bisschen großer Spalt. Hier vorne habe ich den jetzt auch so bearbeitet. Da werde ich beim nächsten Mal noch mal einmal rüberschleifen, dass der auch schön aneinander sitzt. Dann kann ich ihn da verschweißen. Also ist die Endspitze jetzt quasi einschweißbereit, ne? Ein bisschen putzen noch alles und dann kann ich das Ding reinballern. Ich will mal sehen, dass ich das morgen hinkriege. Außerdem haben wir hier gerade noch kleine Lehrstunden gehabt. Ich habe Nelly einmal erklärt, wie man ein bisschen Ventile einspielt hier, ne? Jetzt haben wir hier schön unser 0,15er Maß. Toll. Ventile sind also bei dem Motor auch eingestellt. Bei dem Atemzug hatten wir, na klar, auch gleich die Möglichkeit zu sehen, aha, hier sind wir jetzt da. Unser erster Zylinder braucht einen Funke. Verteilerfänger steht. Kabel verlegt. Unterbrecher auch so nach Gefühl schon mal eingestellt. Also nur Auge, ne? Leute, bleibt locker, bleibt locker. Motor ist weitergekommen. Außerdem die letzten Teile für den Motor haben einen schönen Anstrich gekriegt. Hier toll die Pinselspuren. Ne? Ja, es ist ein bisschen, ja, Leute, es ist wie es ist, ne? Es ist ja auch irgendwo ein Low-Budget-Projekt, ne? Leute, es ist auch ein bisschen ein Low-Budget-Projekt. Oh, scheiße, Nelly. Ich habe dran gedreht und jetzt ist das Blech da runtergeknallt. Was machen wir jetzt da? Einfach liegen lassen. Gut. Ja, Ventildeckel haben wir auch nochmal eine zweite Schicht gekriegt. Und zu guter Letzt habe ich hier auch den Auspuffteilen nochmal eine Lackierung gegeben. Alle Heizbirnen glänzen jetzt im schönen schwarz-matt hier. Das ist alles toll. Leute, für heute ist Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. So, Leute, nächster Tag. Und ich habe hier schon das Schweißgerät hingeholt, Gasflasche hingestellt. Jetzt kann hier die Endspitze eingeschweißt werden. Ich muss die noch einmal rausnehmen, alles schön putzen. Hier von Farbresten befreien und sowas, dass man schön sauber schweißen kann. Und dann brutzel ich los. Ich würde sagen, ich melde mich gleich, wenn ich geheftet habe. Bis gleich. Na, Kenner. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich habe doch nicht nur ein paar Hefter gemacht. Ich bin schon komplett durchgedreht. Ich war so motiviert und musste direkt durchziehen. Ich habe die Endspitze soweit schon eingeschweißt und auch die Naht schon verputzt. Ja, hier oben bin ich auch ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Hier in die Ecken muss ich noch rein und so. Hier hinten war ja der Gigaspalt. Das ist auch alles zu. Leute, die Endspitze ist drin. Jetzt muss als nächstes hier noch ein Blech gebaut werden. Das ist man hier und hier rum. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch eben mache oder ob ich für heute Feierabend
Feierabend mache. Ich bin nämlich schon ein bisschen auf. Andererseits, ich würde das auch gerne hinter mich bringen, ne? Dann könnte ich jetzt hier schon die erste Schicht Rot heute noch rübermalen und dann könnte man morgen von drin alles verkitten. Das wäre na klar richtig geil, ne? Aber ihr werdet ja sehen, was passiert. Bis gleich. So, Leute, weiter geht's. Ich habe mich entschieden, ich baue jetzt hier hinten noch das fehlende Blech einmal. Und da will ich euch auch mal einen Trick zeigen. Einen, den ich selbst entwickelt habe. Ich wollte mir nämlich einmal aus Pappe eine kleine Schablone bauen und hatte keine Pappe da. Dann habe ich hier so einen Zettel genommen und habe den so raufgelegt einfach und konnte dann mit dem Finger lang streichen. Guck mal hier. Und dann hat man hier richtig schön, ja, ihr seht das jetzt vielleicht nicht so gut, aber da, man hat die Konturen dann da eingeritzt. Ich mache das gleich nochmal und dann zeige ich euch das. Ich brauche nur beide Hände. Kein Kameramann, heißt kurz Pause für euch. So, Leute, da habe ich jetzt schön die Konturen, wie ihr sehen könnt. Ich schneide das eben aus. Und da ist es jetzt schön ausgeschnitten. Ich kann das jetzt hier nehmen, seht ihr, hier reinlegen und es passt schon echt richtig gut. Dadurch, dass ich ja echt einfach nur genau dieses Maß ausgeschnitten habe. Ich übertrage das jetzt kurz aufs Blech, schneide das aus, fertige das Blech an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, pass mal auf. Habe ich 60? Habe ich 60? Habe ich 60. So, hier, das Blech ist jetzt vorgefertigt und könnte jetzt hier so eingeschweißt werden, circa. Es ist runtergefallen und einschweißbereit. Und ich werde das jetzt heften, einschweißen, verschleifen und dann sehen wir uns gleich wieder. Weil geil wäre, wenn ich das wirklich heute noch schaffe mit Farbe drauf. Ich soll zwar nicht so spät nach Hause kommen, aber man ist stets bemüht. Leute, bis gleich. So, Leute, ich bin geschafft für heute. Die Endspitze ist schön eingeschweißt. Hier hinten das Abschlussblech habe ich auch fertig repariert, da um die Ecke. Ja, ich muss jetzt noch ein paar Kleinigkeiten nachschweißen, hier und da ein bisschen schleifen. Ich habe mir überlegt, das mache ich dann weiter, wenn ich, ja, mehr Motivation habe. Wenn ich das hier jetzt auf Krampf irgendwie in den nächsten 20 Minuten fertig kriegen will, dann fange ich nur an zu fuschen. Lieber einen Tag länger dauert das. Ist das nachher auch ordentlich, bevor ich da jetzt Farbe rüberklopp. Nee, komm, ich investiere da lieber nochmal eine halbe Stunde. Naja, ich habe jetzt vorne die Räder nochmal abgenommen vom Käfer. Die habe ich nämlich ins Auto geschmissen. Die kommen mit. Einmal in die Firma, Räder runterdrücken. Eigentlich hätte ich das auch hier machen können. Wäre mir jetzt auch eine Maschine. Egal, jetzt sind sie schon im Kofferraum. Ich werde in der Firma nochmal die Räder runterdrücken, weil ich habe Reifen für vorne besorgt. Jetzt will ich, dass mal 2 Felgen schon mal lackiert werden, dass wenn die Reifen ankommen, direkt drauf können. Die hinteren Felgen, ja, kennt ihr noch nicht. Auch noch nicht da. Leute, geht weiter. Bis gleich. So, Leute, ich bin zurück. Neuer Tag. Ihr sitzt an der Jacke. Die Endspitze ist soweit ja eingeschweißt, wie ihr euch entsinnen könnt. Abschlussblech hier hinten auch repariert. Ich werde mich jetzt drum kümmern, hier noch 1, 2 Stellen nachzuschweißen, ein bisschen nachzuschleifen. Ich habe leider kein Werkzeug, mit dem ich hier unten mal richtig reinkomme zum Verschleifen. Ich denke mal, da muss man dann auch einfach mal 5 gerade sein lassen. Es ist trotzdem ja vernünftig gemacht, ne? Leute, ich schweiß nach, schleife und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich habe jetzt hier einmal nachgeschweißt, alles verschliffen und kurzerhand auch schon rot gemalt, wie ihr gesehen habt. Besser ist es. Phil, Alter, wo bist du? Ja, Phil hat ja hier den Rest gemalt, die ganzen Radkästenschweller und alles und ich bin echt dankbar drum, weil ich habe nicht so das Händchen. Guck mal, was ich hier für Pinselstriche drin habe. Ach, keine Ahnung, Alter. Ich bin auch ein bisschen, ich will diese Ecke hinter mich bringen hier, weil, Leute, ich zeig's euch nochmal kurz. Von innen auch einmal rüber gemalt, da unten die Ecke alles ausgemalt. Muss natürlich noch eine zweite Schicht drüber. Wenn die zweite Schicht dann durchgetrocknet ist, kann ich vielleicht heute Abend noch verkitten. Dann kann das trocknen und morgen kann die dritte Schicht rein. Dass wir nächste Woche vielleicht den Motor einbauen können. Ich werde jetzt nochmal den Motor fertig zusammenbauen. Da hinten hängen immer noch die Auspuffteile, frisch lackiert. Der ganze Scheiß kann ran. Ich weiß gar nicht, habe ich diese Auspuffdichtung? Naja, wie dem auch alles sei, der Motor kann soweit eigentlich zusammen. Lichtmaschine ran, Ventildeckel, der ganze Spaß. Und damit machen wir jetzt gleich weiter. Ich würde sagen, für euch jetzt erstmal Musik ab und dann, ne?
muss euch kurz nochmal was erklären. Ihr wollt ja auch mal was lernen, ne? Hier habe ich jetzt die Lichtmaschine. Die will ich jetzt gleich im Gebläsekasten einbauen. Hier müsst ihr immer drauf achten, wenn die so im Auto sitzt, also so quasi mit den Pins nach oben rechts, dann ist korrekt. Ich zeige euch jetzt mal warum. Hier unten, seht ihr das? Ist nämlich so ein Luftleitding drin. Und wenn man die Lichtmaschine jetzt dreht, hat sie oben quasi auch so einen Lufteinlass. Wenn ihr die jetzt versetzt einbaut, so dass die Pins quasi nach links zeigen, zum Vergaser hin, dann sitzen diese Lufteinlässe an den Seiten. Und wenn ich mich richtig entsinne, ist nämlich hier in dem Gebläsekasten auch so eine Luftführung. Hier ist ein bisschen Platz gemacht und hier oben ist auch Luftführung. Da, ja. Warte, ich zeige euch das mal genau. Da, seht ihr das? Da kommt nämlich extra Luft in dieses Gebläse hier, in dieses Blech, in dieses doppelte Blech hier nochmal rein von oben quasi und durchströmt die Lichtmaschine selbst mit Kühlluft nochmal, damit die Lichtmaschine gekühlt wird. Sonst kriegt die Lichtmaschine schnell Lagerschäden. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich musste erstmal damals 2 Lichtmaschinen durchheizen, bis in Spar mal so ein alter Opa bei mir ankam und mir das erzählt hat. Man sieht das immer ganz schnell. Wenn die Pins nach da stehen, Lichtmaschine richtig eingebaut. Stehen die Pins nach da, Lichtmaschine falsch eingebaut. Weil es kann nur einmal passen, das Ganze, weil da hinten ist die Lichtmaschine an dem Blech hier mit 2 Schrauben befestigt und ihr könnt das quasi zweimal versetzt nur einbauen. Aber das würde genauso nicht passen. Es passt halt nur einmal. Leute, ich hoffe, ihr habt da eine Kleinigkeit heute nochmal gelernt. Hey, Micha. Naja, ja gut, Leute. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt hier ordentlich am Motor schon was zusammengebaut. Wieder die Heizbirnen sind montiert. Hier, das muss ich noch machen. Hier müssen auch noch die die Auspuffschellen da unten müssen noch rum. Hier vorne habe ich noch gar keine Dichtung für. Aber grundsätzlich hängt die Auspuffanlage schon mal wieder dran. Schön hier mit Kupfermuttern, ne? Dass das nicht festgammeln kann. Dann kriegt man es auch noch mal auseinander. Und ich baue jetzt mal die Lichtmaschine hier ein in den Kasten. Ne? Leute, also bis gleich. So, Leute, ich will einmal Sascha grüßen, mein Arbeitskollege. Hier mal ein Bild von ihm, ne? Toll, wie er aussieht da. So sieht er immer aus, ganz normal. Er hat hier diese Anlage uns, ja, gesponsert will ich nicht sagen, aber er hat sie uns überlassen irgendwie, ne? Beste Grüße gehen raus, Sascha, danke dafür nochmal. Wie es jetzt hier weitergeht, Leute. Tada! Ich habe einmal den ganzen Tisch schön abgefegt, aufgeräumt, weil das war ja hier müllig bis zum geht nicht mehr. Jetzt habe ich hier wieder Arbeitsfläche ohne Ende. Der Motor steht hier so weit bestückt, wie ich konnte, fertig. Jetzt fehlen hier Auspuffschellen, diese Vergaserdichtung fehlt. Hier fehlen Papprohre. Keilriemen muss noch besorgt werden und dann soll es das aber auch soweit gewesen sein. Den Rest müssen wir haben. Dann ist der Motor jetzt soweit eigentlich einbaufertig. Öl brauchen wir auf jeden Fall noch. Darf nicht vergessen werden. Außerdem hier um den Käfer rum auch ein bisschen schier gemacht wieder. Hier kann ich euch klar sagen, die Endspitze ist final drin. Die kriegt noch einen Anstrich weiter. Ich habe jetzt zweimal rüber getupft, ein drittes Mal noch. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt trocknen, dann wird das nochmal ein bisschen verkittet. Von hinten und so. Da unten muss auf jeden Fall ein bisschen Kit noch ran. Da sieht man auch meinen Flicken da noch. Aber wie dem auch alles sei, Leute. Grundsätzlich haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Jetzt soll der Motor demnächst eingebaut werden. Ich bin total glücklich. Ja, und ich würde auch sagen, am Bus muss das auch mal weitergehen. Aber hier wisst ihr ganz klar, brauche ich erstmal Unterstützung irgendwie. Ich muss da weitersehen. Ich habe jetzt nochmal einen Schweißpunktbohrer besorgt. Habe ich mir so einen Fräser und einen Bohrer gekauft, um hier dieses Blech nochmal abzubohren. Das werde ich jetzt nochmal ganz in Ruhe machen. Aber für heute ist jetzt hier erstmal Feierabend. Ich freue mich sehr doll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und würde mich, na klar, auch freuen, wenn ihr es wieder tut, ne? Definitiv. Am Käfer, ja, wird's weitergehen. Toll mit den Chrombananen hier jetzt. Reifen müssen vorne rauf. Ich bringe die Felgen jetzt nochmal zum Strahlen, wieder zu Petersen und Will, dass sie mir das mal einmal durchstrahlen. Das wäre klasse nämlich. Und dann, ja, kann hier nochmal Lenkungsdämpfer rein. Da müssen wir noch verschrauben. Da muss ich auch noch mal ein paar Matten bestellen oder irgendwas zurechtschnitzen aus einem Gummi. Aber Leute, ihr habt es jetzt geschafft. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, haut rein, macht's gut.